Zurück, noch weiter zurück? Du, mir ist das egal, du kannst auch weiter rankommen. Kauf mal eine Vario PS von Ortlieb. Das ist das Beste, was es gibt. Oh, ich habe noch ein Bier gefunden. Das ist nicht wahr, ne? Vor allen Dingen habe ich ja viel mehr das Gefühl, dass Dieter heimlich getrunken hat. Nee. Als dass ich jetzt was getrunken hätte. Das ist Wasser. Und jetzt kommen wir gleich zum Bonus. Ja, hallo Herr Hugendorn. Kommen wir mal hier ein bisschen, kommen Sie mal kurz an den Tisch hier vorne ran. Beachten Sie nicht, was da so liegt. Das hat schon alles so seine Bewandtnis, wie man so schön sagt. Ja, da hast du ja wieder viele Fahrräder mitgebracht hier, du. Ich habe eine ganze Reihe Fahrräder mitgebracht. Alter Schwede, ey. Steht hier einfach so rum. Aber um die Räder geht es ja gar nicht. Aber vielleicht auch doch. Also ich habe mir jetzt mal gedacht, ich mache die Kamera jetzt mal an. Ich werde mal jetzt mal, wenn man ein bisschen was hört, die Geräusche, ich muss mal einen Kaffee umrühren. Ist jetzt richtig kalt geworden, weil ich den vergessen habe. Fast kalt. Aber darum geht es ja nicht. Und darum heute hier ein weiteres Video mit Nils Hugendorn. Moin, Dieter ist wieder viel schneller als ich. Ja. Und, aber gut. Dieter trinkt kalten Kaffee. Keine Ahnung, ja. Ich mache jetzt mir auch erstmal was zu trinken. Ja. Ah nee, das ist die falsche Flasche. Das ist die falsche Flasche. Ja, die stelle ich mir hier wieder hin. Richard, vielen schöne Dank Grüße dafür. Aber damit die Videos weiterhin an Qualität behalten, bleibe ich doch jetzt erstmal bei Wasser. Aber irgendwann trinken wir auch noch mal den Schnaps. Ja. Ich filme dich dann dabei. Ja, mal gucken. Ich habe schon eine Idee. Vielleicht nehme ich den auch irgendwo mit hin und dann erzähle ich einfach nur, dass wir den getrunken haben. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, das stimmt, ja. Na, Kann man machen. oder? Ja, doch. Ja, Ja, Nils. endlich. Ich habe so das dumpfe Gefühl, es geht heute nicht um Scheinwerfer oder so. Ich habe Ewigkeiten drauf gewartet, gefühlt ein ganzes Jahr. Das ist der neue Vario PS in einer 20-Liter-Variante. Vario PS. Und falls du in einem der letzten Videos mal geschrieben hast, was ist eigentlich mit den Schultergurten, wenn ich mal durch Regen fahre, dann kann ich dich beruhigen. Die werden nass. Ich habe mich doch gar nicht aufgeregt. Warum heißt diese Tasche überhaupt Vario PS? Oder wer ist eigentlich Ortlieb? Ich habe ja den Ortlieb mal kennengelernt. Wie lange dauert das von der Idee bis zum fertigen Produkt, was unser Kunde dann im Laden kaufen kann? Immer viel zu lang. Hartmut heißt Hartmut. er. Ich sage an dieser Stelle schöne Grüße Hartmut. Ja, schöne Grüße, Hartmut. Ortlieb ist eine Firma, die macht wirklich, die stellt in Deutschland Taschen her und das in einer echt, ja, wie man es nicht anders erwarten kann, für ein Produkt, was hergestellt ist in Deutschland. Super Qualität, Spitzenqualität und wasserdicht. Und jetzt kommen wir zum Vario PS. Es ist tatsächlich ein Produkt-Highlight. Gibt es schon relativ lange, aber es gibt die 26-Liter-Variante schon über ein Jahr lang. Haben wir mal vorgestellt in so einem Gelb. Die Farbe Gelb gibt es nicht mehr, aber viele tolle andere Farben und mittlerweile auch in High Visibility. Habe ich jetzt aber gerade nicht hier. Es geht ja auch nicht um die 26-Liter-Variante. Es geht um die kleine Schwester oder um den kleinen Bruder. Ey, hast du tatsächlich noch keinen Schnaps getrunken? Nee, aber Das ist unfassbar. Das ist ein Fehler. Ist ja jetzt Geschmackssache, aber es ist halt einfach die kleinere Variante vom Vario PS. Ja, ist die Batida de Kokos-Variante unter den Fahrradtaschen, ne? Aus den 80ern. So, Naja, aber schön. Also was soll man sagen? Vario PS ist ein absoluter Erfolg bei den Taschen, weil jetzt kommen wir nämlich zur Modellbezeichnung Vario PS. Du kaufst eine Tasche. Jetzt komm, du kriegst ein E-Bike oben drauf. Das ist das Geile, aber du kriegst in Wirklichkeit zwei Taschen. Ich muss das mal, komm, lass mal riechen. Ich glaube ja nicht, dass da Wasser drin ist. Die Flasche ist noch versiegelt, keine Sorge. Ja, nachdem dir traue ich noch zu, dass du die Und austrinkst. vor allen Dingen habe ich ja viel mehr das Gefühl, dass Dieter heimlich getrunken hat, Nee. als dass ich jetzt was getrunken hätte. Komm, dann machen wir So. jetzt mal ein bisschen hier die Tasche, ne? Jetzt wollen wir auch nicht mehr so trocken sein dabei. Jetzt Prost. Prost. Prost, Nils. Komm. Kaffee und Rum auch. Falls du dich fragst, was ist das eigentlich für ein Chaot da vor der Kamera und der da hinter der Kamera noch viel schlimmer, wahrscheinlich, also ist meine Wahrnehmung gerade. Sag mal, Da würde ich erstmal sagen, du hast komplett recht, du hast das genau richtig erkannt. Wir sind nicht nur chaotisch vor der Kamera, du kannst auch uns einfach mal besuchen kommen am Esch2 in 26349 Jadderberg. Da haben wir nämlich einen Fahrradladen und neben schönen Taschen
gibt es dort auch echt eine perfekte Fahrradberatung und damit sie wirklich perfekt ist, buchst du einfach vorab einen Termin dafür unter www.hogendorn.de und da findest du die Terminseite, wählst einen Termin aus und dann kommst du zu uns, dann wirst du ausgemessen, dann gehen wir ein paar Fragen durch, sodass du hinterher ein Fahrrad bekommst, das perfekt zu deinen Wünschen und zu deinem Einsatzzweck passt. Aber in diesem Video geht es jetzt tatsächlich um das perfekte Zubehör und ich finde, im Moment ist das mein absolutes Lieblingsprodukt. Vario PS. Wenn mich jemand fragt, was für eine Tasche soll ich kaufen und ich weiß nicht, was er damit machen will, dann sage ich immer, kauf mal eine Vario PS von Ortlieb. Das ist das Beste, was es gibt. Bis vor kurzem gab es 26 Liter und jetzt gibt es die 20 Liter Variante. Ist etwas kleiner, etwas handlicher. Aufmachen brauchen wir die nicht, ne? Da ist ja nichts drin. Das hast du gesagt. Ja? Ich habe ja ein bisschen vorgearbeitet. Ich mache das mal. Ich fange mal an. Die Wundertasche. Das ist die Tasche. 20 Liter passen da rein. So, was haben wir hier jetzt an Bier? Wir haben hier 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 6 sind 17. Das heißt, 17 Flaschen Bier passen hier auf jeden Fall rein. Und die liefern das so aus von Ortlieb? Ja. Das ist ja cool. Wenn man sich nur mal das Volumen anguckt, dann ist das viel. Würden wir die jetzt mit Wasser auffüllen, wären wir wahrscheinlich bei 20 Liter. Wir können das ja auch mal ausrechnen, das sind alles 0,33er. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch. Sind wir jetzt fertig oder? Da hat die Lampe angemacht. Ich brech zusammen, ey. Ich sag ja, da ist kein Wasser drin. Das sind 4,4 Liter Heineken. Na? Mhm. Und das hier sind 0,33er, oder? Ja. 6,38. 6,38 Liter. Ja, habe ich mich verrechnet. Guck mal, du hast da schon 11 Flaschen von 0,4. Das sind ja schon mal 4,4 Liter. Ja. Ja, dann kann doch nicht sein, dass die drei kleinen, das sind nur 2 Liter? Ja, 0,33. Ja, Drei ist Flaschen. doch richtig, was du gerechnet hast. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich kann auch nichts für. Was hast du denn gedacht, Dieter? Nee, ich habe gar nichts gedacht. Ich war gerade ganz woanders. Das habe ich gemerkt. Das war, muss dazu sagen, also auch Mathematik war nicht gerade einer der stärksten Fächer in der Schule. Also, So. da ging es ja jetzt ums Packvolumen und wir haben festgestellt, also es passen irgendwie 17 Flaschen Bier, passen hier auf jeden Fall locker rein. Kommt natürlich immer aus Flaschenformat an. Das sind die großen Heineken-Flaschen, das sind die etwas kleinen Flensburger. Also von daher kriegt man eine ganze Menge mit. Man könnte das ja jetzt auch mit Klamotten umwandeln. Also kannst du dir ungefähr denken, wie viel du Was hier wäre das denn so? reinbekommst. 6,3 Liter sind wie viele Socken? Wir können ja den gleichen Test nochmal mit der 26 Liter Variante machen. Es geht ja auch nicht darum, nicht nur alleine darum, was da reinpasst. Es geht ja auch darum, wie man die ans Fahrrad baut. Und das Geile ist, du kannst die nämlich auch wirklich, ich könnte jetzt sagen, im Handumdrehen. Aber jetzt heißt es ja Tasche umdrehen. Wirklich ratzi-fatzi zu einer ganz normalen Fahrradtasche machen. Kannst du am Gepäckträger hängen, kannst damit ganz entspannt Fahrrad fahren. Das ist Wasser. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, auch hier bei den Schultergurten, dann sehen wir hier schon, es ist alles verschraubt. Das heißt, geht mal irgendwas kaputt, weil diese Tasche ist für den harten Einsatz gemacht. Aber falls sie dann doch mal nachgeben sollte, kannst du solche Teile einfach so austauschen. Das ist wirklich genial. Dieter ist ja eigentlich so der Taschenexperte. Er hat auch schon mal die sogenannte Arschrakete von Ortlieb vorgestellt. Also kannst du auch mal gucken auf diesem Kanal, findest auf jeden Fall ein Video. Und ich darf das auch mal machen. Und er sagte gerade, erwähne das auf jeden Fall die Rückseite von der Rucksackfläche, weil die ist, wie soll man das sagen, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und es ist extrem schweißtreibend, dann ist die Rucksackfläche tatsächlich so gefertigt, dass sie deinen Rücken belüftet. Kann man das sagen? Schweiß? Bei mir ist es Schweißsache. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dem Cyborg so ist. Also bei den Menschen ist das so die Schwitzen. Er sagt doch einfach so die Körperwärme, der Schweiß. Genau. Also der wird dann ein bisschen belüftet. Und das kann man natürlich nicht verhindern, dass es nicht komplett trocken wird, wenn man schwitzt. Aber das ist eine große Hilfe. Ne? Und genauso auch hier das Material, wenn man sich den Schultergurt mal genau anguckt. Hat das einen speziellen Ausdruck, Dieter? Nee, aber es ist so, auch das ist, belüftet praktisch. Da sind so Löcher drin. Das heißt, auch das liegt nicht direkt am Körper auf. Das ist auch ein bisschen belüftet und ist einfach angenehm. Du schwitzt im Sommer halt nicht so. Ne? Du schwitzt natürlich schon schwitzt, so, aber aber nicht so. Aber es wird belüftet, sodass es halt atmen kann. Ne? Also Genau.
Genau. Ja, okay. Weil es unangenehm ist, wenn das dann nass wird und dann schubbert dann die Kleidung über die Haut und dann kann man sich schon böse bei verletzen manchmal. Ja, Ne? also Aber vor ich allem meine, mit, auch dieses Jahr haben mit wir auch 20 wieder Flaschen Bier auf dem Rücken. praktisch ist auch hier dieser Brustverschluss, nennt man den? Ja, genau, Brustgurt. Brustgurt. Der ist höhenverstellbar, so Ja. je nachdem, wie hoch nachher wirklich die Gurte sitzen, Wofür ist der denn? damit die Tasche einfach noch stabiler sitzt. Damit dir die Dinger nicht von den Schultern rutschen. Dafür ist der Schultergurt und auch die Zurgurte hier zum Einstellen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und da kann ich auch mehr dazu erzählen, weil Dieter ist der Rucksackexperte und für Taschen, Fahrradtaschen, da kenne ich mich auch mit aus und vor allen Dingen auch mit den Befestigungssystemen. Und ja, wie gesagt, im absoluten Handumdrehen mache ich aus dieser praktischen Fahrradtasche oder aus diesem praktischen Rucksack eine praktische Fahrradtasche. Das ist jetzt wahrscheinlich so das 10. Mal, dass wir das zeigen, aber Ja, das ist ein und dieselbe Tasche. Passt hier ein Hebel und da kannst du es wirklich so einstellen, dass die Tasche erstmal optimal an deinem Fahrrad montiert ist, aber gleichzeitig auch optimal an deinem Gepäckträger passt. Und hier unten zur Fixierung, ich finde ja immer, das Ding braucht man nicht. Wenn ich aber mit jemandem spreche, der wirklich viel Fahrrad fährt, der sagt, doch, braucht man. Ist aber schon richtig, wenn du jeden Tag damit fährst, eine größere Strecke und vielleicht auch ein paar unebene Straßen, das gibt der Tasche gleichzeitig ein bisschen mehr Halt. Und auch das Teil hier ist längs, wie man sehen kann, komplett verstellbar und auch komplett drehbar. Also das ist schon wirklich super gut. Und die Tasche sitzt wirklich bombenfest an deinem Rad. Also kannst du dich auf jeden Fall darauf verlassen, weil diese Haken, die greifen nicht nur über deinen Gepäckträger, die greifen auch quasi unter deinem Gepäckträger. Ich hoffe, man sieht es. Weil wenn ich hier dran ziehe, dann entriegel ich das System und so ist es verschlossen. Das heißt, wirklich bei Erschütterungen sitzt diese Tasche wirklich fest an deinem Fahrrad. Und falls du jetzt sagst, ja, aber der Durchmesser von meinen Gepäckträgerstreben, ich weiß gar nicht und passt das überhaupt, kann ich dich auch beruhigen. Bis jetzt habe ich diese Taschen an jedes Fahrrad bekommen. In der allergrößten Not gibt es hier auch noch andere Befestigungen, also noch größere. Und meistens ist es aber so, dass der Gepäckträger eher dünner ist. Und dafür ist dann dieser kleine Zubehörbeutel. Da sind nochmal so Spacer drin. Falls du einen dünneren Gepäckträger hast und du sagst, Mensch, die soll aber wirklich optimal am Gepäckträger sitzen, dann können die hier einfach eingebaut werden und dann ist der Durchmesser so gesehen etwas verkleinert. Die Tasche sitzt so gesehen dann noch strammer am Gepäckträger und somit auch noch sicherer. Verschließen kannst du die Tasche wirklich auch ganz einfach zurollen. Zack, zack. Hier kommt dann dieser Gurt drüber. Einmal festziehen. Alles ist wunderbar. Tasche ist zu. Man merkt auch, die Luft kann fast nicht raus, also es ist auch wasserdicht. So, bevor wir uns die Tasche jetzt gleich von innen angucken, was da noch so drin ist, können wir mal einmal hier kurz zur Seite gucken. Da steht mein Charger 3. Charger 3 GT Rohloff als HS-Variante. Absolut cooles Rad. Wenn du das haben willst, ich verkaufe das auch. Ne? Also nur mal so kurz am Rande, ist auch zu verkaufen. Das ist ein cooles Rad, macht mega Spaß und HS. Seitdem ich einmal Stromer gefahren habe, sage ich auch HS-Bike. Eigentlich will ich gar nichts anderes. Und auch da macht sich die Tasche wirklich gut. Können ja mal reingucken. Vielleicht ist da sogar was drin. Oh. Im Lieferumfang. Ein MacBook. Man sieht das, ne? Die Tasche macht schon gute Figur am Rad. Und ich nehme die Tasche mal runter, weil ich habe ja gerade eben schon versprochen, gucken wir uns die Tasche auch mal von innen an. Ganz wichtig an dieser Stelle, es gibt 3 Farben von diesen Taschen. Ich habe jetzt 2 Stück davon hier. Das ist einmal die petrolfarbene, dann gibt es noch die schwarze und dann gibt es noch eine in Räubusch, heißt die Farbe, glaube ich, aber Ja. die finde ich irgendwie nicht wieder. Keine Ahnung, wo die ist, ne? Keine Ahnung. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht taucht die ja noch auf. Ja, ich weiß nicht, ob die hier unterm Tisch ist. Nee, da ist aber auch keine. Oh, ich habe noch ein Bier gefunden. Das ist nicht wahr, ne? Müssen wir alles mal neu rechnen hier.
Genau. Nee, dass da 17 Bier reinpassen, das haben wir ja gerade eben schon einmal geklärt. Ah, da ist so ein Inlay drin. Ja. Ich sag, das ist dabei, ja, serienmäßig. Das ist serienmäßig dabei. Wirklich immer schwierig, ne? So Sachen zu zeigen und dann in so einer engen Tasche. Und jetzt haben wir so eine riesen Kamera. Also musst du dir vorstellen, die Kamera, die ist so groß wie bei einer Fernsehproduktion. Die kriegen wir hier nicht rein. Und jetzt habe ich schon überlegt, wie machen wir das, dass wir das mal vernünftig zeigen können. Ach, das ging schon ganz gut. Meinst du, dass die Kamera da reinpasst? Ja, die passt da rein, aber man kann ja nicht sehen, ne? Ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich lege das mal auf den Tisch und dann können wir noch mal in die Tasche gucken. Wollen wir noch mal in die Tasche gucken? Ja, gucken wir noch mal in die Tasche hier. Ja, ist halt eine Tasche, ne? Also es ist eine amtliche Größe. 20 Liter Ja. reicht auf jeden Fall. 26 Liter ist auch schön, wenn du wirklich viel mitnimmst. 20 Liter ist tippitoppi. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das Inlay ist serienmäßig. Ja. Ja, ich habe das auch. Ich habe auch die schwarze Tasche. Das ist ja auch mein Arbeitslaptop hier. Und ich fahre damit tatsächlich mit dem Fahrrad so zur Arbeit. Ja. Das geht super. Also was praktisch ist, zack, zack, zack. Da passt wirklich ein MacBook rein. Welche Größe ist das? 19 Zoll, ne? Nee, das ist 16. Nee, Doch, nee, 15. Das ist 16 Zoll, glaub mir. 16. Gerade sagst du 15. Was jetzt? Ja, du hast ja 16 angezweifelt. Du hast 19 gesagt, dann habe ich gesagt 15. Müssen wir uns ja irgendwo treffen. Okay. Ne? Nee, aber damit der Zuschauer das einordnen kann. 16. 16. Ja. Jetzt haben wir uns sogar noch mal vergewissert. Also 16 Zoll stimmt. Also ich habe Dieter wohl scheinbar so verunsichert. Ja, der Chef hat ja immer recht. Und wenn der Chef sagt, das sind 15 Zoll, dann sage ich natürlich als Arbeitnehmer, gut, dann ist 16 Zoll, nee, 15 Zoll ist das neue 16 Zoll oder so. Mhm. Ja. Nee, du hast das schon rausgenommen, das liegt hier auf dem Tisch. Ah, ja, habe ich schon rausgenommen, stimmt. Ja. Genau. Und ist gepolstert und hat noch ein Fach da oben. Genau. Und ich mache das immer so. Hier vorne habe ich immer so Schlüssel oder ein Portemonnaie oder irgendwie so Kleinkram. Ist dann sicher verstaut, weil gepolstert. Ja, was mir noch einfällt ist, was ich praktisch finde, ist, dass man, wie du gesehen hast, ja die rausnehmen kann. Und diese Ortliebtaschen, die werden bei uns zu Hause zum Beispiel auch benutzt, gar nicht fürs Fahrradfahren, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und an den Strand gehen. Ja, und darum sage ich ja auch, jeder braucht eine Vario PS. Wenn du einkaufen gehst oder was auch immer. Was ich auch sagen kann, weil jeder denkt jetzt so, ja, ich will die haben und jetzt redet nicht so viel und ihr habt so viel Quatsch gemacht. Wo kriege ich das Ding? Und du kannst die Taschen, also wir haben nicht nur das Geschäft am Esch 2, du kannst auch einfach im shop.hogenlaut.de diese Tasche bestellen, dann wird sie dir ganz bequem nach Hause geliefert. Dieses Video ist jetzt zu Ende, könnte ich jetzt sagen. Lass einen Daumen hoch da und wir kommen gleich auch noch zum Bonusteil. Also dranbleiben lohnt sich immer. Also, lass einen Daumen hoch da. Den kriegst du auch wieder den Daumen, also keine Panik. Genau. Teil das Video, falls du sagst, so, oder also gerne darfst du es teilen, du musst es nicht teilen, aber darfst es teilen. Und teile das gerne bei Leuten, die sagen, oh Mensch, Fahrrad oder Rucksack, immer ein interessantes Thema. Ich habe einen Taschenfetisch, ich brauche jede Tasche, die es gibt. Solche Leute gibt es, das weiß ich. Freuen wir uns drüber, damit das jeder wirklich sieht. Abonniere den Kanal, haben wir glaube ich schon gesagt, Daumen hoch da lassen und so weiter. Und jetzt kommen wir gleich zum Bonus. Bonus! Und ich fange an. Ich habe mir jetzt eine in Rooibusch-Farbend, ich hoffe, so heißt die Farbe hier wirklich, aber ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, in Rooibusch die 26 Liter Variante geholt. Ich will jetzt wissen, wie viel Bier passt da rein. 17 passten in die 20 Liter Variante. Und das ist nämlich die Belohnung, wenn du ein Video von Zweirad Hogendorn bis zum Ende schaust. Oder 11, die passten hier schon mal sowas von gut rein. So, ich brauche mehr Bier. Ah, Also 17 Flaschen habe ich schon. 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, wir wollen das auch nicht schöner machen, als es ist. Und wir machen kannst du mal nach vorne kippen, so ein bisschen, geht das? die Tasche genauso voll, wie wir die... Schwierig, ne? Die Warte. 20? Ja, Also die Tasche ist genauso voll wie die 20 Liter Variante. Ich drehe die jetzt Also das heißt zu. so, das ist dann so die Alkoholiker-Variante. Könnte man jetzt meinen. Was damit transportiert wird, ist ja jedem selbst überlassen. Aber du siehst, hier passen noch mal 6 Flaschen mehr rein. Das sind die 6 Liter, die wir mehr Volumen haben.
Also, welche Tasche für dich das Beste ist, kannst du jetzt auf jeden Fall super gut entscheiden, wenn du zwischen diesen beiden Taschen schwanken solltest. Bis dann.